Hallo und herzlich willkommen zu OIC Campus. In diesem Video stellen wir das Prinzip der Open Innovation vor. Neue Trends oder Technologien führen zunächst zu einer Situation unvollständigen Wissens für Unternehmen. Zum einen sind ihre Auswirkungen, ihre Einsatzmöglichkeiten und das mit ihnen verbundene Marktpotenzial noch nicht vollständig bekannt. Zum anderen ist nicht klar, ob sie sich längerfristig durchsetzen und welche Entwicklungen in diesem Kontext dauerhaft zu erfolgreichen Produkten oder Leistungen am Markt werden. Um diese potenziellen Marktchancen zu nutzen, haben zahlreiche Unternehmen lange Zeit ein geschlossenes Innovationsmodell angewandt. Ideen entstehen im Unternehmen, werden in diesen Grenzen zu Produkten oder Leistungen entwickelt und anschließend auf den Markt gebracht, wo Kunden über den Erfolg entscheiden. Dieser Closed Innovation genannte Ansatz geht unter anderem davon aus, dass relevante Expertise zur Beurteilung von Marktchancen sowie zur Erforschung und Entwicklung von innovativen Produkten und Leistungen in ausreichendem Maße innerhalb der eigenen Unternehmung vorhanden ist und der Innovationsprozess auch innerhalb dieser Grenzen umgesetzt wird. In diesem Modell wird kein externes Wissen angebunden, allerdings verlässt auch kein Wissen das System. Bestätigt sich die Annahme zur Expertise in Bezug auf Marktchancen und Forschung und Entwicklungsfähigkeiten, so bringt das Unternehmen erfolgreiche neue Produkte und Leistungen auf den Markt und finanziert damit weitere Forschung und Entwicklung. Dieses binnenorientierte Innovationsmodell funktioniert weiterhin gut in Branchen, in denen der Schutz von geistigem Eigentum, Intellectual Property, oder rechtliche Rahmenbedingungen sehr strikt geregelt sind. Kaum Startups gegründet werden und wenig Risikokapital investiert wird. Unternehmen müssen hier wenig Sorge haben, dass ihre Ergebnisse aus der Forschung und Entwicklung in die Hände rivalisierender Marktakteurinnen gelangen. In zahlreichen Branchen wird dieses Prinzip allerdings nicht mehr in diesem Maße funktionieren. Gründe hierfür sind unter anderem die steigende Anzahl verfügbarer qualifizierter Fachkräfte, ein steigendes Volumen von investiertem Risikokapital und damit verbundenen Start-up-Gründungen oder auch der erhöhte Output von Forschung und Entwicklung von Hochschulen und Forschungsinstituten, der dazu führt, dass zum Beispiel neu entwickelte Technologien von immer mehr Akteuren adaptiert werden und genutzt werden können. Hieraus resultieren zudem auch die zunehmenden Fähigkeiten anderer Marktakteure, zum Beispiel Zuliefererunternehmen, in Bezug auf Forschung und Entwicklung, die die Fähigkeiten des eigenen Unternehmens in einzelnen Bereichen übertreffen und die alleinige Entwicklung in Frage stellen werden. Aus dieser Entwicklung entstehen neue unternehmensexterne Quellen für Erkenntnisse der Forschung und Entwicklung, die das Unternehmen potenziell nutzen kann. Zudem entsteht eine neue Wissenslandschaft, in der Wissen aus unterschiedlichen Quellen kommen kann, zum Beispiel von Kunden, Lieferanten, Hochschulen, Laboren, Beratern oder Start-up-Unternehmen. Wir befinden uns in Zeiten intensiven technologischen Wandels, immer kürzer werdender Innovationszyklen, zunehmender Anforderungen im Bereich von Umwelt- und Klimaschutz sowie des demografischen Wandels, um nur einige Entwicklungen und Herausforderungen zu nennen. Wir erleben in dieser Zeit zudem sich schnell verändernde Anforderungen der Kundschaft und intensiveren Wettbewerb. Unternehmen agieren also in einer Situation permanenter Veränderung und einem auf umfangreicher Innovation basierenden wirtschaftlichen Handelns. Sie können sich dabei immer seltener nur auf ihr eigenes kreatives Potenzial verlassen, um innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten. Sie sind vielmehr angewiesen auf Wissen, Technologien und Ideen von außerhalb der Unternehmensgrenzen. Infolgedessen muss das traditionelle, nach innen ausgerichtete Modell zur Entwicklung von Innovationen umfassend erweitert werden. Vielmehr braucht es einen neuen, geöffneten Innovationsprozess, der die Vernetzung und Kooperation mit der Unternehmensumwelt fördert und somit die Innovationskraft stärkt. Auf Grundlage dieser Überlegungen ist das Prinzip der Open Innovation entstanden. Unternehmen erkennen dabei an, dass es auch außerhalb der eigenen Organisation qualifizierte Personen und geeignete Quellen für Technologie, Wissen, Forschungsergebnisse oder sonstige relevante Informationen gibt und binden diese in die eigene Innovationsentwicklung ein. Unternehmen stehen dabei vor der Herausforderung, einen Mechanismus zu entwickeln, um externe Wissensquellen, zum Beispiel Forschungseinrichtungen, Start-ups, in ihrem Umfeld zu identifizieren, sich mit geeigneten Partnern zu vernetzen, sie in ihren Innovationsprozess einzubeziehen und für sich nutzbar zu machen. Zur Nutzbarmachung selbst generierten Wissens oder selbst entwickelter Technologien, zum Beispiel Patente, bauen sie zudem neue Absatzwege oder strategische Partnerschaften außerhalb ihres bisherigen Marktes auf und lassen damit auch vermehrt Wissensflüsse aus dem Unternehmen zu. Das Open Innovation Prinzip umfasst daher sowohl Prozesse, die in das Unternehmen verlaufen, als auch Prozesse mit Verlauf aus dem Unternehmen heraus. Und als drittes partnerschaftliche Prozesse mit anderen Akteuren, zum Beispiel gemeinschaftliche Entwicklungsprojekte.
In der Wirtschaft wird dieses Prinzip, das auf den US-amerikanischen Wissenschaftler Henry Chesbrough zurückgeht, heute bereits von zahlreichen Unternehmen erfolgreich angewandt, um bestmögliche Ergebnisse für verschiedene wirtschaftliche Herausforderungen oder Problemstellungen zu erzielen. Zu den Chancen von Open Innovation gehört also, dass Unternehmen in ihrem Unternehmensumfeld neue Quellen für Technologien, Wissen, Forschungsergebnisse oder gemeinsame Entwicklungen erschließen. Sie müssen damit die Expertise, die erforderlich ist, um mit neuen Technologien oder gesellschaftlichen Entwicklungen mitzuhalten, nicht mehr zwangsläufig im Unternehmen vorhalten. Damit werden sie schneller und innovativer. Zu den Herausforderungen gehört sicherlich, dass die Unternehmen zunächst einmal Strukturen aufbauen müssen, um überhaupt Wissensflüsse aus dem Unternehmen oder in das Unternehmen zu ermöglichen. Dazu gehört, dass jedes Unternehmen für sich die passenden Akteure im Unternehmensumfeld identifizieren muss. Damit verbunden sind aber auch Herausforderungen. Zum Beispiel im Bereich der Führung, der Kultur und des Vertrauens. Schließlich wird das Unternehmen nach außen geöffnet. Auch kann es sein, dass bisherige MitarbeiterInnen dem Konzept skeptisch gegenüberstehen, wenn sie nicht mehr die einzigen Wissens- oder Erfahrungsträger sind. Auch wenn das Prinzip der Open Innovation ursprünglich für Unternehmen entwickelt wurde, wird schnell klar, dass auch für andere gesellschaftliche Akteure wie Verwaltungen, Hochschulen oder zivilgesellschaftliche Organisationen dieselben Mechanismen gelten und sie ebenfalls davon profitieren können. Auch für ganze Städte hat Open Innovation großes Potenzial, wie wir im folgenden Modul sehen werden. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Open Innovation dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module des OIC Campus an.